Deutschland, adieu. Das ist Michi, Bayer, Wahlostfriese, Radbegeisterter und für jeden Blödsinn zu haben. Und das ist Kira, Niederrheinerin, Wahlostfriesin, neuester Eintrag auf der Bucketlist, eine Mango vom Baum pflücken. Eigentlich gefällt es uns hier sehr gut. Doch seit unserer Nordkap-Tour ist ein gemeinsamer Traum gewachsen. Und darum sind wir hier. Wir gehen auf Fahrradweltreise. Also, alles auf Anfang. 2 Jahre voller Planung, Zweifel, Vorfreude und Ungewissheit liegen hinter uns. Und die Reise unseres Lebens vor uns. Die Entscheidung fiel uns alles andere als leicht. Doch nun sind Jobs und Wohnung gekündigt, die Einrichtung und Geräte verkauft. Und was übrig blieb, wurde in 13 Kartons bei Freunden und Familie zwischengelagert. Es wird ein freudiges Wiedersehen geben, doch nun packen wir die Fahrradtaschen. Für uns gibt es kein Zurück mehr. Neues Leben. Neustart. Guten Morgen. Knapp 3 Stunden Schlaf. Dann sieht man so aus. Der Müllberg ist etwas gewachsen, dafür ist der Rest größtenteils weg. Tada! Da haben wir den Spaß jetzt. Jetzt geht's noch schnell unter die Dusche, dann wird der Rest der Wohnung fertig gemacht und dann mal gucken. Dann sind wir fertig. Das Bad ist soweit leer. Altes Büro ist leer. Das Schlafzimmer ist leer. Und die Tür ist zu. Tschüss. Gut, danke sehr. Das Gemeine ist, dass Kira immer so riesig bepackt ausschaut, weil die Taschen komplett voll sind. Aber ich bin leichter. Und doch fallen die ersten Meter schwer. Ein letzter Blick zurück. Einatmen. Ausatmen. Das Haus, die Straßen, die Stadt. Ach, was haben wir hier alles erlebt? Doch zum Abschied hat sich Emden nochmal richtig ins Zeug gelegt und für uns ein Fest So organisiert. ein Quatsch, Michi. Das ist das Matjesfest. Das findet doch jedes Jahr statt. Aber das Matjesfest ist für uns und unsere Liebsten ein passender Rahmen, um uns voneinander und der geliebten Wahlheimat zu verabschieden. Es sind so unglaublich viele gekommen. Einige haben uns auf den ersten Metern sogar bis zur Stadtgrenze begleitet. Doch ein Stück Heimat reist mit uns. Und er schaltet nicht selbstständig. Muss ich ihm noch beibringen. Das lernt er noch. Ganz sicher lernt er das. Spätestens in Panama kann er das. Doch dann wurde es ernst. Mit der Fähre verließen wir Emden und Kira begann durchzudrehen. Unglaublich. Wir sind aufgebrochen und die Grenze zu den Niederlanden rückt näher. Jetzt ist der Moment da. Doch eigentlich ist der Grenzübergang so unspektakulär wie immer. Nur für uns bedeutet es einen Abschied für mehrere Jahre. Abschied von Routinen, von Sicherheit, von allem, was wir kannten. Aber es ist auch ein Neuanfang. Unser Neuanfang. Unsere erste Nacht im Zelt haben wir geschafft. Hier ist Zeckenalarm. Die Welt begrüßt uns nicht mit Rückenwind und Jubel. Sie testet uns. Böen blasen uns entgegen, bremsen jede Bewegung. Warum tun wir uns das eigentlich an? Die Antwort kommt sofort. Grüne Deiche, viele Schafe, saftige Wiesen und malerische niederländische Städte laden zum Verweilen ein. Wir spüren den typischen Flair des flachen Landes mit seinen unzähligen Kanälen und Klappbrücken. Außerdem halten wir uns mit klugen Weisheiten bei Laune. Gegenwind stärkt bekanntlich den Charakter. Es ist kein Wind, solange die Schafe noch Locken haben.
glaube, Sie haben noch Locken. Ja, kein Mensch. Wackel dich durch, sehr gut. Wuhu. 12 Grad, also 10 Grad ist die Grenze darüber. Aber trotzdem darf es lieber gerne 20 sein. 20 wird schon. 20 und voll Gegenwind. Nein. Schnucke cool. Auf dem Weg zum Abschlussdeich frischt der Wind nochmal richtig auf. Und es fühlt sich Kilometer für Kilometer an, als würde man gegen unsichtbare Wände treten. Mega coole Einfahrt nach Amsterdam. Immer am Kanal entlang. Auch super Fahrradwegen. Guck mal vor dich. Und jetzt gibt's gleich Pommes mit Trüffelmayo. Man sagt, dass es in Amsterdam mehr Fahrräder als Menschen gibt. Kein Wunder, bei solch fantastischen Radwegen. Jedes Jahr werden allerdings 25.000 Fahrräder aus dem Kanal gefischt. Vielleicht eine Gemeinsamkeit mit unserer ostfriesischen Heimat Emden, auch wenn die Größenverhältnisse dort natürlich anders sind. So, einen wunderschönen guten Morgen. Wir machen uns auf. Na, Amsterdam. Ja, und gehen dann zu den Chocolate Makers. Lassen uns da ein bisschen... Erklären, wie das da so funktioniert. Genau. Und vielleicht holen wir uns davor noch einen kleinen Kaffee. Oh, oder danach oder dort. Oder danach oder dort. Wir Oder bekommen das hin. ja, auf alle Fälle. So, dann fahren wir mal los. 9 Uhr gerade durch. Doch erst einmal geht es in die lebendige Stadt hinein. Dafür nehmen wir eine kostenfreie Fähre, die uns direkt am Hauptbahnhof vorbei in die Innenstadt von Amsterdam führt. Da wir die Stadt bereits durch ein paar Schokofahrten gut kennen, lassen wir uns entspannt zu den Chocolate Makers treiben. Moment, Schokofahrt? Ja, zweimal im Jahr treffen sich bei den Chocolate Makers Fahrradverrückte, um die süße Fracht CO2-arm nach Deutschland zu radeln. Warum ausgerechnet diese Schokolade? Das hat uns William nochmal ganz genau erklärt. To transport the beans from origin to here, we try to use as much sustainable transport as possible, so it's CO2 neutral. The factory runs for about 90 to 95% on the solar panels in the roof, and at the same time we're trying to reduce our energy. The first stage is really the beans. So we take out the skin, we break it apart, and then you have pieces of cocoa bean, of nibs. And by roasting it, you develop some flavor. The second stage is making the nibs into chocolate, and then you add sugar, and you make it finer and finer and finer. And sometimes you add milk, or sometimes you add oat milk. We mill it down to fineness that your mouth cannot detect the particles anymore. And this is what makes you feel good. You know, it feels nice to eat it. So this is the chocolate making process, the second stage. Third and last step is basically molding it into a droplet or a tablet and packing it. It's really all about no waste and packaging. No aluminum foil, no plastics. So that's really what happens on that side. So we have stage 1, stage 2, stage 3. That's the chocolate making process. Nach diesen spannenden Einblicken und nicht nur einem Stück guter Schokolade ging es bei strahlendem Sonnenschein hinaus aus der Stadt und der Küste entgegen. Unglaublich schöne Dünenlandschaft hier. Wunderschön. Wie viele Kiter, ich glaube, das ist auch eine Hälfte nie gesehen. Na, Rotterdam in Sicht? Ja. Der Herr. Ja, hier sind so ein paar Gewächshäuser. Wahnsinn. Die ganze Zeit hinter der Düne nur Gewächshäuser, 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 Gewächshäuser. Verrückt. Der Rotterdamer Hafen ist einer der größten Häfen weltweit. Über ihn wacht das Maaslandsperrwerk, das sich automatisch bei Sturmfluten schließt und somit etwa 1,5 Millionen Menschen Schutz bietet. Da sieht man, wie riesig das ist. Riesengroß, verrückt. Von der Erasmusbrücke erblickten wir Rotterdam Skyline, übrigens die einzige in den Niederlanden. Kurz darauf erreichen wir das Hotel New York. Hier stiegen früher Auswanderer in die Schiffe, um das Glück in der Ferne zu suchen. Wir wussten noch nicht, was für eine Überraschung der Tag noch für uns bereithielt. Bei unserer bisher längsten Tour haben wir noch einen kleinen Umweg
von so 25 Kilometern, weil uns die Fähre weggefahren ist. Doch wir ließen uns nicht unterkriegen und strampelten weiter gegen den Wind 2 guten Freunden entgegen. Mit Annemiek und Peter verbrachten wir eine schöne Auszeit. Ohne Videokamera. Doch das Wetter sollte nicht ewig gut sein. Schon bald erwischte uns ein Hagelschauer, der in Regen überging. Wir hatten herrliche Tage. Wunderschöne Tage. Ja, dann geht es auf Richtung Antwerpen. So langsam endete unsere Zeit in den Niederlanden. 8 Tage sind wir nun unterwegs. 600 Kilometer in den Beinen, Gegenwind, Zecken, verpasste Fähren, aber auch Freiheit, Freundschaft, Lachen und der erste Hauch von Unendlichkeit. Regnet es doch ein bisschen hier. Nun geht es weiter in unser zweites Land, Belgien. Von oben. War noch nie in Belgien. Es hat sich noch nicht so viel verändert. Außer die Kennzeichen. Die Sprache ist hier noch gleich. Antwerpen ist erreicht. Ja, beide total glücklich hier zu sein. Und heute geht's auf den Campingplatz. Weil in Antwerpen Zelten, wird schwierig. Aber wir sind da. Ja. Wusstet ihr, dass etwa 80% der Diamanten weltweit mindestens einmal durch Antwerpen gegangen sind? Wir wussten es nicht. Hier wird oft noch per Handschlag gehandelt. Echtes Vertrauen im Millionenbusiness. Das große Geschäft hat Antwerpen insbesondere seiner strategischen Lage und dem dadurch entstandenen zweitgrößten Hafen Europas zu verdanken. Uns faszinierte im Juwel Europas insbesondere der Grote Markt. Sind das Rolltreppen oder was ist da? So sonnig. Um zu unserem Campingplatz zu kommen, wollten wir mit dem Sint-Anna-Tunnel unter der Schelde hindurch. Was wir nicht wussten: Auf der Rolltreppe wurde es plötzlich ziemlich steil. Es war gar nicht so leicht, die schweren Fahrräder festzuhalten. Was für ein einprägsames Erlebnis. Und wir verlassen wieder Antwerpen. Beziehungsweise geht es jetzt erst nochmal nach Antwerpen rein, aber es geht auf nach Brüssel. Und um dahin zu kommen, müssen wir durch einen Tunnel, den wir gestern schon genommen haben. Und da hätten wir fast eine komplette Rolltreppe abgeräumt. Denn der ist nur für Fußgänger und Fahrradfahrer und da muss man mit einer Rolltreppe runter. Wir haben den Aufzug nicht gesehen. Und wir haben es aber geschafft und dann den Aufzug wieder hochgenommen. Und ich glaube, heute bleiben wir beim Aufzug. Ja, wir schauen mal. Ja, und so geht es jetzt fast 13 Kilometer schon. Nach gefühlt einer Ewigkeit haben wir Brüssel erreicht. Wir sind heute sehr langsam unterwegs. Der Tacho ist ausgefallen. Die GoPro hat Probleme gemacht und jetzt sind wir endlich hier. Denn da vorne ist das Atomium. Seit der Weltausstellung 1958 das Wahrzeichen der Stadt. Jedes Atom des Modells hat einen Durchmesser von sage und schreibe 18 Metern. Ordentliches Stop and Go. Nach dem kleinen Stau gelangten wir tiefer in die politische Hauptstadt Europas und machten eine echte Touri-Tour mit dem Fahrrad. Fasziniert betrachteten wir all die Gebäude des europäischen Viertels, diesmal nicht im Fernsehen, sondern live vor Ort. Aber auch der Rest von Brüssel faszinierte uns. Eine lebendige Stadt mit viel Flair. Und hier gibt's Pommes. Auch hier beeindruckte uns insbesondere der Marktplatz
mit seiner wunderschönen Architektur. Das ist ein belgischer Hausboden. Ja, anscheinend. Und es bleibt eine große Sache: Schlafplatzsuche. Aber das bekommen wir schon hin. Bei wunderschönem Wetter starten wir von einem kleinen Campingplatz für nur 10 € Richtung Lille, um Jimmy, Audrey und Lena wieder zu sehen. Ja, jetzt geht es hier erstmal ordentlich bergab. Und mal schauen, es sind 100 Kilometer, wie schnell wir das Ganze schaffen. Jimmy und Audrey mit der kleinen Lena sind ebenfalls Radfreunde, die wir auf unserer Nordkap-Tour kennengelernt haben. Wir freuen uns mega auf das große Wiedersehen. Doch zahlreiche Hindernisse machten uns den Weg schwer. Ganz schön hügelig hier. Puh. Na? Einmal durchs Gestrüpp. Ja, die Belgier haben es nicht so mit dem Radweg ausschneiden. Häufig ist er ein bisschen überwuchert. Wir müssen das eben Gesagte revidieren. Hier ist das Eurovelo, wo neu gemacht ist, super ausgebaut. Das ist richtig schön. Und auch gemäht, links und rechts. Wobei das hier tatsächlich nicht mal unbedingt nötig wäre, weil Fahrradautobahn. Da links endet der schöne Weg. Und das hier ist der neue Radweg, beziehungsweise eher der alte. Aber wir wollen nicht meckern, das Wetter ist gut und wir kommen voran. Auf nach Lille. So, wir haben wieder eine kleine Umleitung. Ah. Na, ist das nicht ein prächtiger Fahrradweg? Ich weiß noch gar nicht, warum der da links gesperrt ist. Der sah super aus. Ja, und wir fuhren bis gerade eben noch 20. Jetzt fahren wir 13, 14. Geht auch. Das ist unsere schöne Umleitung. Auf der anderen Seite war überhaupt nichts. Und ja, jetzt dürfen wir hier rüber. Müssen wir uns ein bisschen schlank machen. Schaffen wir schon. Bonjour! Wir sind in Frankreich. Yay! Schon seit ein paar Kilometern. Wir haben es nicht gemerkt. Sind ja den Kanal entlang gefahren oder Fluss und ja. Schwupp, waren wir drüben. In Lille angekommen, bekamen wir zahlreiche Tipps von Jimmy zur Besichtigung der Stadt. Diese haben wir gleich umgesetzt. Wir fuhren mit unseren Drahteseln durch die Altstadt und naschten das ein oder andere Gebäck. Wieder draußen in der Natur folgten wir immer der Grenze zwischen Belgien und Frankreich. Au! Und Dornen. Hm? Dann geht's weiter. Auch Regen hält uns nicht auf. Und so fährt es sich mit Rückenwind. Haha, kurz vor Ypern. Entlang unseres Weges trafen wir immer wieder auf die schwindenden Spuren unserer Geschichte. Das bedeutet häufig eine Auseinandersetzung mit unserer Vergangenheit, der deutschen bzw. der europäischen Vergangenheit. Wir besuchten Schützengräben aus dem Ersten Weltkrieg. Sie wirkten erdrückend, eng, verwinkelt, ja gar beängstigend. Genau das Gegenteil der Freiheit, die wir aktuell erleben. Wir können nicht annähernd erahnen oder verstehen, was für grausame Ereignisse sich hier im Ersten Weltkrieg abgespielt haben mögen. Und das, obwohl es noch gar nicht lange her ist. Gerade einmal 3 Generationen. Ja, jetzt verlassen wir gerade unseren Schlafplatz. Da hinter dem Baum haben wir geschlafen und es geht auf Richtung Dünkirchen. Weil Calais ist ein bisschen weit. Die Fähre kostet von beiden Stellen dasselbe. Ja, und das Wetter ist nicht gerade optimal. Es hat heute Morgen die ganze Zeit geregnet. Jetzt kommen zwar wieder so ein paar blaue Streifen durch, aber na, wir trauen dem Ganzen nicht.
Es sind bloß 35 Kilometer, so können wir ein bisschen Blog schreiben und ja, dann geht's rüber nach England. Es ist so kalt. Wir müssen schnell losfahren, damit einem warm wird beim Strampeln. Oh. Oh. Unsere letzten Kilometer auf dem europäischen Festland sorgten jedoch nochmal für Verwirrung. Ticket Sales, oder? Ja, würde ich sagen. Weiß ich nicht. Sollen wir probieren? Okay. Wo bekommen wir eigentlich die Tickets für die Fähre? Nee. Reservation. Oder? Warte, Münchner. Soll ich mal kurz fragen? Servus. Kurze Frage. Tickets kaufen für die Fähre nach Dover. Wisst ihr, wo man das macht? Gleich da? Okay. Wahrscheinlich da. Okay. Ja, hier sitzt zumindest jemand und die sind immer sehr nett. Also. Super. Perfekt. Dann eine gute Zeit euch noch. Ja, danke. Als die Tickets besorgt waren, konnte es weitergehen. And here they're opening 30s, 3 Okay. Thank you. Bye bye. Soll ich das denn tun? Bonjour. You get the DFDS, please? Yes. Okay. No problem. Bye bye. Bye bye. Ah, das ist die englische, jetzt UK Border Control. Aber jetzt haben wir es. Ein bisschen Gegenwind. Auf zur Fähre. Unsere Fahrrad-Weltreise hat gerade erst begonnen. Wir werden weiterhin ins Ungewisse fahren. In eine Welt, die uns noch nicht kennt. Und wir wissen noch nicht, wohin genau uns dieser Weg führen wird. Nur, dass wir ihn fahren wollen. Das wissen wir genau.